Heute reden wir mal über New Yorks aufregendsten Freizeitpark und alle Achterbahnen, die dieser Park zu bieten hat und ob sich das lohnt für euch dorthin zu fahren. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und alle Achterbahnen von Six Flags Great Escape. Queensbury, New York, USA. Das ist der Standort seit 1954 für Six Flags Great Escape, der natürlich am Anfang nicht Six Flags hieß. Und eigentlich ist es ja auch Six Flags Great Escape and Hurricane Harbor. Es gibt ja noch einen Wasserpark dazu. Besonderheit hier, es gibt sogar einen Indoor-Wasserpark, um die New Yorker bei schlechtem Wetter und früher im Jahr schon zu bespaßen. Bis 1982 hieß der Park aber noch Storytown, USA und bezog sich thematisch auf Mutter Gans und war danach gestaltet. Und seit 1983 hieß der Park Great Escape. Heute New Yorks Most Thrilling Theme Park, also der aufregendste Freizeitpark von New York. Damals gegründet von Charles Wood und selbiger hat 1996 den Park an Premier Parks verkauft, die ja dann in Six Flags aufgegangen sind und das begründet, warum der Park heute Six Flags Great Escape heißt. Aber trotzdem, da Six Flags so lange schon dabei ist, ist es heute auch noch ein wirklich schöner Freizeitpark, der echt cool angelegt ist. Wir haben einen Vlog mitgebracht, da könnt ihr euch den Park mal komplett angucken und unseren Tag von, okay, was machen wir morgens, bis wir fahren dahin, wir sind im Park und wir fahren weiter, was machen wir danach und wie geht der Abend zu Ende. Aber leider teilweise auch sehr abgerockt in manchen Ecken. Das ist wirklich schade. Paulaner-Werbung irritiert mich dann manchmal auch ein bisschen und deutsche Schrift überall. Aber ja, es soll heute auch um die Achterbahn gehen. Bevor wir darüber reden, was steht da jetzt, was könnt ihr jetzt erfahren und macht das Sinn für euch, den Park zu besuchen, müssen wir aber noch mal ganz kurz einen Abstecher in die Geschichte machen und was für Achterbahnen haben den Park inzwischen verlassen. 3, eventuell 4 Bahnen haben den Park inzwischen verlassen. Und zwar das, was wahrscheinlich am negativsten ist oder am schadesten, Alpine Bobsled. Von 1998 bis 2023 stand dort Alpine Bobsled. Intamin Swiss Bob, also eine Bobbahn von Intamin, die ihr vielleicht noch aus Efteling kennen könntet. Hier der Sarajevo Bobsled, also so ein Standardding. Jetzt gibt es keine mehr davon. Das war der vorletzte, der geschlossen hat und ein Jahr später hat der letzte auch zugemacht. Das ist super schade. Es wurde dann nochmal so ein Denkmal errichtet für diese Bahn, aber leider Gottes gibt es davon gar keine mehr auf der Welt. Den sind wir auch nie gefahren. Ansonsten gab es noch einen Cyclone und einen Schwarzkopf Jetstar, der Indoor gefahren ist, die den Park verlassen haben und deswegen 3 bis 4, man weiß es nicht. 4 Jahre lang war ein Vekoma SLC eingelagert, lag da rum in Einzelteilen und war nicht aufgebaut. Und wir wollen ein bisschen über die Bahn sprechen, die heute da stehen, die zu fahren sind und damit ihr vielleicht einschätzen könnt, ob euch das Ganze zusagt und ihr den Park besuchen wollt. Steam Demon ist die erste Bahn, die ich ansprechen möchte. Das ist nämlich aktuell die älteste Bahn im Park, die 1984 eröffnet hat. Aerodynamics Loop and Corkscrew. Das sagt eigentlich schon alles aus, dass man es nicht will. Rund 26 Meter hoch, 477 Meter lang, 64,4 km/h Spitzengeschwindigkeit. Es gibt ein Looping und Double Corkscrew. Steht ganz nett am Hang, die Bahn. Vom Setting ist sie ganz nett. Das war's. Mehr Positives fällt mir dazu nicht ein. Die Fahreigenschaften sind grauenhaft, das war auch klar, aber es ist so mistig einfach. Dann sind die Reihen in falscher Reihenfolge. Also wenn du an Front Row stehst, wo es losgeht, steht auf dem Boden 16 oder so oder 14. Und die letzte Reihe auf dem Boden, da steht dann 1. Das macht mich wahnsinnig. Habt ihr auch im Vlog gesehen. Und diese Bahnen sind jetzt auch dafür bekannt, nicht unbedingt die besten zu sein. Aber es wird nicht besser, wenn die Bahn noch viel älter ist und rumgereicht wurde und die keiner haben wollte. Denn die Bahn hat eigentlich schon 1978 eröffnet und ist bis 1983 in New Orleans ihre Runden gefahren und kam dann 1984 erst nach Great Escape. Das ist wirklich nicht gut. Also bei diesen alten New Orleans Standort, es gibt nur Schwarz-Weiß-Fotos. So alt ist die Bahn. Aber nichtsdestotrotz hat man es sich nicht nehmen lassen, 2016 VR drauf einzusetzen. Man hatte VR-Brillen 2016 auf so einer Bahn an. 2016 hatte man das auf jeder Bahn dieser Welt gefühlt. Bis spätestens 2018 ist das auch alles wieder verschwunden. Aber was hat man sich dabei gedacht? Oder war auf der VR-Brille ein Boxkampf? Dann war es genial. Und da habe ich nichts gesagt. Wechseln wir lieber zu Komet. Und das ist super oldschoolig und eine saualte Achterbahn, die
1994 eröffnet hat. Von PTC, Philadelphia Toboggan Coasters, und ein Hybrid Woody ist. Ihr habt die Holzschiene und darunter eine Stahlkonstruktion. Dieses Gebälk ist dann aus kleinen Stahlstangen. Uralt, klassisches Out-and-Back-Layout. Mega gewesen, also brutal, aber mega witzig und lang und weit weg, 29 Meter hoch und lang, 1279,2 Meter lang. Das ist wirklich viel. 88,5 km/h Spitzengeschwindigkeit. Was ist da los, ey? Weißt du, du fährst auch und denkst ja, okay, das war's einfach. Ich bin so weit weg von der Station, hier hilft mir eh keiner mehr. Ciao, Kakao. Und jetzt denkt der eine oder andere, jo, alles klar, der ist auf jeden Fall zu viel Holzachterbahn gefahren, das schlägt dir sowas von auf den Kopf. Der denkt jetzt, dass 1994 eine uralte Holzachterbahn oder Hybridachterbahn wäre. Man kann auch, das haben wir auch schon öfter mal erzählt, Holzachterbahnen versetzen. Nicht nur Stahlachterbahnen. Die werden abgebaut und wieder aufgebaut. Komplette Holz auch, aber auch so Hybridgeschichten. Und von 1990 bis 1993 stand die Bahn im Niagara Amusement Park and Splash World. Diesen Park haben wir euch letztes Jahr auch schon gezeigt. Das ist der mit den ganzen vergammelten Fahrgeschäften auf dem Parkplatz und den nicht aufgebauten Fahrgeschäften im Park. Und der komplett auseinandergefallen ist und wirklich. Aber das ist ja immer noch nicht alt. Natürlich nicht, denn von 1948 bis 1989 stand die Bahn im Crystal Beach in Kanada. Das ist alt. Und auch crazy, dass die Bahn einfach jetzt im dritten Park steht. Und in allen diesen Parks hieß die Bahn auch schon Komet, aber Komet ist auch ein absoluter Oldschool-Name und Klassiker, was Achterbahn angeht. Also der eine oder andere Veteran bekommt Flashbacks, denn die nächste Bahn ist Flashback. Was für eine schlechte Überleitung, aber 1997 eröffnet von Vekoma ein Boomerang. Haben wir gefühlt auch in jedem Alle Achterbahn von Video dabei. Ihr kennt das Spiel. Copa Roll, Looping, vorwärts durchfahren, das Ganze wird danach nochmal rückwärts durchfahren. Die Bahn hieß hier von 1997 bis 2015 noch Boomerang Coast to Coaster und muss neben einem frischen Anstrich auf jeden Fall mal irgendwie auch einen neuen Zug bekommen haben, denn bei der Rollercoaster Database steht jetzt nichts, man sieht aber Fotos von den alten Zügen, was ja auch logisch ist aus der Zeit, aber als wir jetzt gefahren sind, gab es schon die neueren Züge, die offener sind und die Softwesten haben. Da gab es auf jeden Fall irgendwie mal ein Update. Ansonsten, ja, klassischer Boomerang. Canyon Blaster ist eine weitere Achterbahn, die 2003 in den Park kam von Aerodynamics, ein Mine Train. Der war geschlossen bei unserem Besuch. Konnten wir nicht fahren. Von 1972 bis 1997 hieß das Ding übrigens Rock'n'Roller Coaster und stand in Tennessee. Und von 1998 bis 2002 stand die Bahn auch nochmal in Indiana. Die will auch keiner haben und die wird auch die ganze Zeit rumgereicht. Und Six Flags Great Escape ist einfach mal Rudis Resterampe und der absolute Achterbahnfriedhof, wo Bahnen, die mehrfach rumgereicht wurden, einfach dann ja ihren Ruhestand. Das ist so ein Gnadenhof. Deswegen sieht es auch so schön aus. Ich weiß es nicht. Hat aber auch zum Teil komische Stützen bekommen, die Bahn. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen, weil wir die nicht fahren konnten, weil sie geschlossen war. Frankie's Mine Train konnten wir auch nicht fahren. 2005 eröffnet Zamperla Gravity 80 STD Coaster. Standard Kinderachterbahn oder Familienachterbahn, je nachdem in welchem Park man ist. Und Erwachsene dürfen hiermit nicht fahren in diesem Park. Den Count könnt ihr euch hier also nicht holen. Und den sind wir einen Tag vorher sind wir exakt diese Bahn gefahren in einem anderen Park und da ging das und das haben alle überlebt. Und ansonsten gibt es noch Bobcat und das ist die neueste Achterbahn des Parks, die 2024 eröffnet hat von Gravity Craft Corporation bzw. der Gravity Group mit ganz kurzen, süßen Timberliner-Zügen, einer ein bisschen süß gestalteten Station, die aussehen soll wie so ein Wohnzimmer in so einer Jagdhütte. Und ja, statt ein Luchs wäre vielleicht ein Wiesel ganz spannend gewesen als Thema, aber dann ist, also Luchs ist das Thema und so sieht die Station auch aus und cooler Eingang auch, aber die Bahn wieselt sich so durch, das ist ein ziemlich kurzer Timberliner-Zug, eine kleine, kompakte Holzachterbahn, die aber zackig unterwegs ist, Spaß macht, viele Airtime-Punkte hat und einfach süß ist jetzt nicht so USA-like, das ist eigentlich eine Holzachterbahn, die ich in Europa sehen würde, gibt es ja auch teilweise so in dieser Riege, 16,9 Meter hoch, 430,4 Meter lang, 64,4 km/h Spitzengeschwindigkeit. Einfach klein, dynamisch, süß, nett und macht trotzdem Spaß und da ist trotzdem was los. Das ist Bobcat, die Neuheit von 2024. Schöne Bahn, die aber natürlich den Swiss Bob von Intermin ersetzt. Das ist nicht so schön, aber da kann die Bahn nichts für. Die ist echt cool geworden. Top, macht Spaß. Das ist eine gute Bahn. Und das ist ein guter Park. Der ist schön. Sieht einfach schön aus, ist schön angelegt, war super entspannter Besuch, es war nett
gefüllt. Also die waren alle im Wasserpark oder weiß ich nicht, wo sie alle waren. Und wir hatten echt eine gute Zeit. Aber das Achterbahnportfolio holt mich jetzt nicht so ab. Ich weiß nicht, ob ich würde den Park, den kann man besuchen, aber es lohnt sich nicht für die Achterbahn dahin zu fahren. Wenn Natur, wenn ihr Zeit habt und das dann davor und danach mit anderen Sachen kombinieren wollt, dann kann man das auf jeden Fall machen. Aber so hat Six Flags Great Escape mich nicht überzeugt. Wie ist eure Meinung zu diesem Park und dem Achterbahnportfolio? Und vor allem, was brauchen die, damit ihr dahin fahren würdet? Es gibt ja Gerüchte, dass ein B&M Inverted Coaster kommen soll. Wohin? Ich habe keinen blassen Schimmer, aber das bleibt auch spannend. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und das jeden Tag um 18 Uhr bei einem neuen Video hier auf dem Retro YouTube-Kanal. Ihr abonniert, um das Ganze zu supporten. Und ich bin jetzt raus. Wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr und so weiter. Ihr kennt das ja. Jetzt kommt die große Flucht.